Jüngste Spuren deuten darauf hin, dass ein Tier im Nationaltheater sein Unwesen treibt. Wir nehmen also die Fährte auf. Es gibt keine Requisiten. There's nothing. Es gibt eine Flasche Schnaps. Es ist natürlich eine Überraschung für die Sänger und Sänger. Und sie kommen zu dem Konzeptionsgespräch und der Regisseur und der Kostümer sagt, es gibt keine tierische Maske. Und das ist auch wichtiger, sie spielen keine tierische Bewegung. Sie sind nicht der Frosch hier. That's 5. Barry didn't want to put a forest on stage. The piece takes place in the forest, but he didn't want there to be green leaves and trees, and in a way the direction that we started to move into was more the sensation of a forest. So what it feels like to be in the forest, the kind of the beauty of nature, and also the slight terrifying aspect of nature. Lok 52 schreibe ich dann aber auf 0 um, oder? Ja. Ja. Was für 10 ist das zu schreiben? Du schreibst auch, wie sitzt das hin? Okay. Ich habe so viel Inszenierung gesehen, weil der Füchslein ist für die Förster eine Halluzination von einer verlorenen Liebe. Wir haben angefangen zu sagen, was passiert, wenn es ist eigentlich eine Tochter, aber eine Tochter, das gestorben ist. Und ich habe gesagt, vielleicht, dass wenn wir machen eine Begräbnis für eine Tochter von der Förster, dass die Menschen dann in das Stück sind in einem permanenten Zustand von Trauer. Und für mich dann das erlaubt dann, dass die Naturwelt ist nicht ein Versuch, Erde und Wald und Wasser und Bäume auf die Bühne zu bringen, aber eine seltsame Halluzination von Erinnerungen. Der Mensch hat die Tiere verdrängt. Wir können also weder Hühner noch Füchse im Dickicht aus Fransen und Schnüren ausmachen. What we've done is made a kind of series of curtains on the stage, which are in darker materials, often black and dark metallic materials, that reflect the light. And they have a shape and they move and they change and they create a kind of space, which is a forest space, but it's also this, I think it's a mysterious space. So we tried to explore that through the idea of how the light hits things in the forest. Das ist Stimmung 108 in 15 Sekunden. No, but it's coming down very slowly. But as he's doing his hands, it's coming down. I think the top is too bright. Yeah. Okay, die obere Apparat sind 10 Grad weniger, bitte. Ja. Die obere Seite 10 Grad weniger. Erotik in das Stück kommt in zwei Formen. Die menschliche Erotik, das ist nur Frustration. I mean, diese Männer. Die menschliche Welt von Erotik ist eine verklemmte, frustrierte, heterosexual männliche Enttäuschung. Die Tiere sind anders. Und was Janacek macht so unglaublich grandios. Er macht die längste Szene, wo der Fuchs und der Füchslein spielen ein verführerisches Tango miteinander. Und die ganze Szene vibriert mit der Erotik. Janacek macht das ohne Kitsch, ohne Sentimentalität und sehr echt. Und diese Szene zwischen der Füchse und der Füchslein, das ist in der Mitte von dem Stück. I mean, das ist eine der besten Liebesszenen aller Zeiten. Nehmen die Statisten hoch in ihre Anfangsposition bitte und wir machen das mit Musik. Alle, es ist Missionary Position. Der Kreislauf aus Leben und Tod. Spiegelt er sich womöglich im Auf und Ab der Vorhänge?
schneller mit den Beinen. Hohe. Mehr sexuell. Ho. Funky. There's a part of the thing where the vixen and fox go into, it's supposed to be the vixen's lair. Yeah, the whole scene is about sex. It's not really about going into a kind of like a little hut or a lair or a thing. They're just going into something incredibly seductive, like something that, because the music is really like that. It's like, come into my fantastic vagina. It's not really, step into my house, here's the door. Yeah, it's more theatrical, I would say. A theatrical vagina. I think I'm getting more and more trouble as I go along. Welche Rolle haben die Menschen im fortwährenden Kreislauf des Lebens? Ich glaube, Janacek lasst uns am Ende mit einer großen Fragezeichen. Was ist the mystery of life? Was ist dieser rätselhafte Leben? Was ist das? Und das ist, ich glaube, was Kunst machen soll. Nicht die Antwort geben, aber die Frage stellen. Am Ende bleibt zu klären, war zuerst die Henne da oder doch das Ei? Und wo ist die Henne jetzt?